KI wird dein Marketing retten? Falsch gedacht. Die meisten verwenden immer noch einzelne Tools, aber ohne System bleibt das Ganze weiterhin ineffektiv. Du lernst, wie du KI strategisch einsetzt und warum die Abbildung von Prozessen der Hebel ist. Viel Spaß! Es gibt aktuell extrem viele Veränderungen und Disruptionen im Marketing und dazu möchte ich heute 2,5 Gedanken mit dir besprechen. Nummer 1, smarte Systeme mit KI-Workflows und KI-Agenten. Was meine ich jetzt konkret damit? Wahrscheinlich kennst du klassische, traditionelle Automatisierungstools wie zum Beispiel Zapier und hast damit schon kleinere Aufgaben oder Schnittstellenprobleme gelöst. Jetzt gibt es Tools wie zum Beispiel Gumloop oder Relevance AI oder Agentive oder N8N, die es ermöglichen, automatisierte Prozesse mit smarten KI-Zwischenschritten zu bauen. Die KI-Nerds sprechen in diesem Kontext sehr gerne schon von KI-Agenten und wollen ihr Leben mit Sprachnachrichten automatisieren. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum sie das wollen, aber ist auch letzten Endes egal. Am Ende des Tages sind es einfach smarte Workflows, die man miteinander verschachteln kann. Das heißt, wenn wir jetzt in Agenten denken, dann hast du einen Agent, der erfüllt diese Aufgabe und hat aber als Tools wieder andere Agenten und das kann miteinander verschachtelt werden. Manches davon ist vielleicht ganz klassisch deterministisch, wobei andere Schritte wiederum, da wird die Entscheidung der KI überlassen. Das heißt, da gibt es mehr Freiheit. Und das Ziel am Ende des Tages ist einfach repetitive Aufgaben und Aufgaben, die die KI tendenziell besser kann, wie zum Beispiel Recherche abzugeben, um effizienter zu werden. Das ist aber nur ein Teil, eine bessere Qualität zu liefern, beziehungsweise eine konsistentere Qualität zu liefern und mehr Zeit für Kommunikation, Strategie und Kreativität zu haben. Daraus, und das ist ganz wichtig, was glaube ich oft vergessen wird hinsichtlich Effizienz und so weiter, daraus ergeben sich aber auch vollkommen neue Möglichkeiten von Sachen, die man machen kann. Darüber haben wir in einer der letzten Folgen gesprochen. Im Content Marketing gibt es auf einmal Formate, die jetzt Sinn machen. Man darf nicht KI als Effizienzsteigerungsding oder Ersatzding. Es sind ganz andere neue Sachen möglich. Schauen wir uns vielleicht mal einfach ein Beispiel in ein Tool an und es ist wirklich ein wahnsinnig triviales Tutorial-Beispiel in Gumloop, aber einfach damit jetzt alle nicht so sein, oh mein Gott, das ist so kompliziert, sondern prinzipiell die Bausteine sind ganz einfach. Springen wir rein in Gumloop und da sieht man jetzt so einen Prozess, kurz erklärt, was das Ganze ist. Wir holen uns ein YouTube-Transkript, daraus machen wir einen Blogartikel, wir generieren einen Titel und spielen das Ganze dann in ein Google Docs rein und das ist jetzt natürlich nicht smart, das ist einfach eine Abfrage. Dann haben wir da letzten Endes mit ChatGPT 4.0 machen wir den Blogartikel. Für den Titel verwenden wir Claude 3 und spielen das dann in der Google Docs. Und es geht jetzt nicht darum, oh mein Gott, ist das jetzt ein toller Prozess. Nein, das ist einfach ein Tutorial-Basic-Ding, aber grundsätzlich, damit man es versteht, in welche Richtung es geht. Du kannst damit alles, was du willst im Marketing abbilden und es extrem komplex machen mit Conditionals, wo du KI-Agenten baust, die andere KI-Agenten verwenden und so weiter und so weiter. Und in diese Richtung wird es gehen. Es gibt ein tolles Grundlagenvideo von Anton Wieprecht, kann ich wärmstens empfehlen, wo er grundsätzlich einmal erklärt, was der Unterschied ist zu normaler Automatisierung, was dann die Abgrenzung zu Agenten ist und so weiter. Sehr tolles Video und so weiter. Was ich glaube oder was das Prinzip ist, wie es in Zukunft im Marketing sein wird, es wird sowas wie einen Domain-Expert geben, zum Beispiel einen Content-Strategen und der arbeitet mit einem Workflow-Engineer, einen AI-Workflow-Engineer zusammen, um so einen Prozess abzubilden. Das Ziel ist einfach, vielleicht ein System mit mehreren KI-Agenten, die wie ein Organigramm zusammenarbeiten und verschiedene Aufgaben übernehmen mit Zwischenschritten, wo irgendein Mensch irgendein manuelles Review macht. Und das wird wahrscheinlich die Richtung sein, in die wir gehen werden. Was sind jetzt einfach mal erste Ideen, vielleicht eher so aus dem SEO-Content-Marketing, wie man das Ganze anwenden kann, also Anwendungsgebiete. Nehmen wir das trivialste und offensichtlichste Beispiel, Website-Content-Erstellung. Du wirst wahrscheinlich in Zukunft diesen kompletten Prozess abbilden, nur mit menschlichen Reviews zwischendurch. Wie könnte sowas jetzt on the fly aussehen, also in meinem Kopf? Der Workflow holt sich die Seite und die Keywords zu dieser Seite aus deiner Keyword-Recherche in Google Sheets, aktualisiert die Daten mit SEMrush von Suchvolumen her und so weiter, holt sich dann die Google SERP, gleicht den SERP-Overlap ab,
bestimmt die Suchintention, ruft alle konkurrierenden URLs ab, damit er weiß, was er erzeugen muss, macht einen Vorschlag für den Aufbau, menschliches Review. Ist der Aufbau gut? Passt der zu uns? Ja. Dann ziehe ich Daten aus der Wissensdatenbank, vielleicht irgendwelche PDFs über das Unternehmen, dann mache ich noch zusätzlich Deep Research, wird der erste Entwurf generiert, dann wird dieser erste Entwurf aber nicht an einen Menschen gegeben, sondern überprüft auf Markenstimme und Format und so weiter. Dann gibt es einen zweiten Entwurf, wo es dann ein menschliches Review gibt. Okay, der Mensch sagt, das ist nicht einzigartig genug, das ist irgendwie voll ähnlich wie die anderen und so weiter. Dann sagt die KI, stellt gewisse Fragen, um das Ganze einzigartig zu machen. Der Mensch gibt nur irgendwelche Sachen ein, bam, fertiger Artikel. Das könnte sein, wie sowas aussieht. Und das war jetzt mit ganz wenig simple Schritte. Du kannst es natürlich mit unendlicher Komplexität bauen und hast dann einen fertigen Prozess, wo immer ein konsistentes Ergebnis rauskommt. Natürlich, je weniger Informationen es in den Trainingsdaten und im Web gibt, desto schwieriger wäre es natürlich. Dann musst du mehr händisch erstellen oder je komplexer das Format ist. Aber selbiges könnte ich machen mit Keyword-Recherchen, für Content Repurposing, das wird ein Gamechanger, generell Content-Strategie, Customer Journey Mapping, etc. etc. Gedanke Nummer 2. Tiefschürfende Recherchen und Papers auf McKinsey-Level. Viele, und das ist jetzt meine Meinung, viele Marketingentscheidungen beruhen auf oberflächlichen Google-Suchen, oberflächlichen Blogartikeln, die man gelesen hat und einfach dünnem Wissen zu gewissen Fachbereichen. Jetzt das sollte jeder mitbekommen haben, hoffentlich auch du, durch solche Sachen wie Perplexity Deep Research, das finde ich nicht so cool. Es ist okay, aber vor allem durch ChatGPT Deep Research mit O1 Pro kannst du extrem fundierte, quellenbasierte Analysen in 10 Minuten machen. Man kann sich sehr, sehr schnell eine qualifizierte Meinung basierend auf fundierten Quellen bilden. Und dazu vielleicht ein Beispiel. Springen wir ganz kurz rein in ein Beispiel. Und es ist wirklich ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich habe mir nicht einmal irgendeine Mühe gemacht, einen guten Prompt zu schreiben. Der ganze Prompt war, mache eine Evidenzsynthese zum Thema Wirksamkeit für Umsatzwachstum durch SEO-Maßnahmen im Marketing. Das war der ganze Prompt. Dann hat mir das O1 gewisse Fragen gestellt, wie es bei Deep Research immer ist, um das Ganze mehr zu fokussieren. Dann habe ich halt gesagt, okay, ich will es segmentiert nach kleine, mittlere und große Unternehmen, nur Daten und Papers ab 2020, Bibabo und so weiter. Und dann generiert er mir dieses Dokument, wo er einfach die wichtigsten Daten zusammenträgt, hinsichtlich Conversion Rate, was macht das für einen Traffic-Anteil aus in gewisse Branchen, Pipapo, und nennt mir alle Quellen, wo ich dann nochmal selber nachprüfen kann. Ich kann mir also unglaublich schnell zu Marketing-Channels eine sehr qualifizierte Meinung. Also es ist ja heute immer noch so zum Beispiel, und nur als Beispiel, gell? Ja, funktioniert SEO und so weiter. Das ist eine dünne, schwache Meinung. Ich muss ja nicht mal anderen vertrauen, sondern ich kann einfach eine Evidenzsynthese mit Deep Research machen, mir eine qualifizierte Meinung generieren lassen und dann basierend auf akademischen Papers eine Entscheidung treffen, ob das für mein Unternehmen sinnvoll ist und nicht so, ja, ich weiß nicht, wir haben mal mit einer Agentur gearbeitet und dann hat es nicht funktioniert. Das ist keine Meinung, das ist ein Zustand. Was sind jetzt noch weitere Anwendungsgebiete für Deep Research Sachen? Und Deep Research in Perplexity ist extrem cool, also ich will jetzt nicht Perplexity so kleinreden, nur diese Papers, die man mit ChatGPT O1 Pro und Deep Research generieren kann, sind. Ich kann natürlich das Ganze verwenden für Datenanalyse und Datenzusammenführung. Ganz viele haben ja Probleme mit Datenmanipulation. Da geht es jetzt weniger um Deep Research, sondern generell diese weit fortgeschrittenen Modelle von zum Beispiel ChatGPT. Sachen, wo Menschen ewig brauchen würden, kannst du damit relativ einfach umsetzen. Es war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es war nicht Deep Research. Nehmen wir bessere Anwendungsgebiete. Ich kann es verwenden für Marktforschung, ich kann es verwenden für Wettbewerbsanalyse, für, hey, wie ist meine Marke im Markt positioniert, aktuelle Trends. Du kannst ihn analysieren lassen, basierend auf alles, was er im Internet findet. Wie ist die Wahrnehmung von deiner Marke? Ich kann triviale Sachen machen, wie Recherche für Themencluster. Das heißt, ich plane ein Themencluster auf meiner Website und zuerst mache ich aber so eine Deep Research, damit ich alle Quellen habe, alle Sachen kondensiert und dann baue ich diesen Themencluster auf meiner Webseite. Kann ich alles machen. Und jetzt kommt Nummer 3 oder nennen wir es Gedanke 2,5, und zwar
aus einem Guss statt lose Tools. Was meine ich jetzt damit? Es ist jetzt immer noch so, wenn ich die meisten Marketing-Teams betrachte, es gibt immer die High-Performer, die super krassen, aber die meisten verwenden all diese isolierten KI-Tools für gewisse Teilaufgaben. Dadurch muss herumgruppiert werden, jeder macht es irgendwie anders, zusammengefasst megamäßig ineffizient, keine Standards und zermürbend für alle Beteiligten. Was ich glaube, was wir sehr zeitnah sehen werden, es werden einfach Tools kommen, beziehungsweise es kommen schon Tools raus, die komplette Prozesse abbilden und diese Prozesse trotzdem individualisierbar machen, damit du sie auf dein Unternehmen zuschneiden kannst. Niemand wird aus meiner Sicht langfristig Content in ChatGPT oder Claude Sonnet oder Recherchen in Perplexity machen. Es wird alles nur noch über APIs laufen und dann, wie ich es dir jetzt ganz kurz in Gumloop gezeigt habe, hey, ich ziehe da irgendwas von YouTube und dann mache ich das damit und dann manipuliere ich das so und so weiter. Und dann baue ich all diese Agenten, die sich selber wieder gegenseitig als Tools verwenden und so weiter. In diese Richtung wird es gehen und es wird komplett verändern, wie man generell im Marketing, aber es wird in anderen Bereichen genauso sein, wie man arbeitet. So. KI, eben ganz wichtig im Marketing, das sind nicht nur einzelne Tools, sondern das muss ein System aus Workflows werden. Deep Research, smarte Agenten, strategische Integration werden das Spiel komplett verändern. Dazu meine Frage, erstellst du bereits KI-Workflows? Hast du sie schon mal abgebildet in Tools wie N8N oder arbeitest du noch eben mit diesen Insellösungen? Ich freue mich dazu über deinen Kommentar. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.